Hallo meine lieben Zuschauer, meine lieben Abonnenten, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und heute zeige ich euch ganz tolle weiche Kekse. Ich weiß auch nicht, wie sie heißen. Ich nenne sie einfach mal Zuckerkekse. Und das sind keine typischen Weihnachtskekse, die kann man wunderbar das ganze Jahr über essen. Das ist ein altes Rezept und ich würde es gerne mit euch teilen. Ich habe sie diesmal für euch mit Ober-Unterhitze und mit Umluft gebacken und zeige euch natürlich auch beide Möglichkeiten, damit ihr so einen Vergleich habt, wie die sich voneinander unterscheiden, von der Farbe her und auch von der Struktur her. Und hier ist die Zutatenliste, los geht's. Für meinen Hefeteig nehme ich 2 Esslöffel Zucker, ein halbes Päckchen Trockenhefe, 8 Gramm Vanillezucker, ihr könnt aber auch ganz gerne Vanillinzucker nehmen, eine Prise Salz und das Mehl 340 bis 350 Gramm. Ich habe 350 Gramm genommen und ihr könnt später sehen, wie der Teig bei dieser Mehlmenge auch aussieht. Jetzt füge ich noch ein Ei hinzu, 50 Milliliter lauwarme Milch, und 150 Gramm zerlassene Butter. Die Butter ist auch lauwarm. Und jetzt verknete ich alle Zutaten zu einem eher festen Teig, erst mit den Knethaken eines Handmixers und dann mit den Händen, insgesamt 10 Minuten. Hier sieht man auch ganz deutlich, wie fest dieser Teig ist. Ihr könnt natürlich auch, wie gesagt, 340 Gramm Mehl nehmen, aber noch weniger würde ich auf gar keinen Fall nehmen und mehr als 350 Gramm sowieso nicht. Jedes Mehl ist natürlich anders. Schaut einfach mal, dass euer Teig nicht zu fest ist und dass er aber auch nicht zu weich ist, denn zu weich darf er auch nie sein. Jetzt forme ich ihn zu einer schönen Kugel und lasse ihn 2 Stunden gehen. So, die Wartezeit ist jetzt endlich vorbei und ich kann meinen Teig weiterverarbeiten. Als erstes rolle ich ihn aus, ganz dünn, ungefähr 3 mm, maximal 4, aber auf gar keinen Fall dicker. Dann bestreue ich die Hälfte des Fladens mit etwas Zucker. In meinem Schälchen sind insgesamt 150 Gramm Zucker. Darauf lege ich dann die andere Hälfte des Fladens, die nicht gezuckerte Hälfte, so dass dabei ein schmaler Teigstreifen entsteht. Und das gleiche mache ich dann mit diesem Teigstreifen. Und jetzt rolle ich den Teig nochmal 3 bis 4 mm dick aus. Ich hoffe, ihr könnt auch ganz gut sehen, dass der Teig auch teilweise Blasen und Falten wirft. Das ist völlig okay, das ist auch ganz gut. Dadurch entsteht eine ganz, ganz tolle Blätterung. Ja, und dann wiederhole ich den Vorgang noch einmal. Dieser Vorgang muss insgesamt 3 Mal wiederholt werden. Das ist jetzt das zweite Mal. Und den Teig rolle ich gleich nochmal ganz dünn aus, wie nach dem ersten Mal, 3 bis 4 mm. Nach dem letzten Mal wird der Teig ein bisschen anders ausgerollt. Also guckt euch das nochmal an. So, das ist jetzt auch das letzte Mal, das dritte Mal. Wichtig ist, dass man etwas Zucker übrig lässt, den nehmen wir dann für die Oberfläche. Den Teig jetzt rechteckig 8 bis 9 mm dick ausrollen. Dann mit Zucker bestreuen und den Zucker dann mit einem Nudelholz ganz leicht in den Teig drücken. Jetzt gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie man diese Kekse gestalten könnte. Man könnte zum Beispiel irgendwelche Figuren ausstechen oder den Teig einfach wie ich mit einem Teigrädchen in gleich große Rechtecke schneiden.
Meine waren ungefähr 3x3 oder 3x4 Zentimeter groß. Und so sehen sie dann aus. Man sieht hier auch ganz deutlich schon die einzelnen Schichten und die einzelnen Zuckerschichten. Genau so müssen die aussehen. Die Kekse werden im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft 10 bis 15 Minuten gebacken. Meine waren 12 Minuten im Backofen. So, und jetzt der Vergleich. Das eckige Backblech war im Umluftofen und die Kekse auf dem runden Backblech habe ich mit Ober- und Unterhitze gebacken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Kekse, die ich mit Umluft gebacken habe, fand ich persönlich besser. Ja, und das war's auch schon. Das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also die Kekse sind auf jeden Fall nachbackenswert. Ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen, für die Likes, für die Kommentare bedanken und sage auch schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.